Der Fight zwischen Sharon Paul und Donald Trump geht weiter in die nächste Runde. Ja, Sharon Paul, wie erwartet, keine Zinssenkung. Er hat angekündigt, das könnte noch eine Weile dauern, also irgendwann vielleicht im Q3. Das ist mal der eine Punkt. Dennoch sieht man bereits schon im Kryptomarkt die einigen Preise nach oben treiben. Doch ist es nur eine Farce oder tatsächlich eine Erholung? Ein neues Handelsabkommen könnte dafür Erleichterung schaffen. Das nämlich zwischen der USA und Großbritannien. Aber Donald Trump hat auch Indien, Südkorea und Japan in den Fokus gesetzt. Wird er also in den nächsten Wochen einige Handelsabkommen kommen, die die Märkte beruhigen? Oder stehen wir jetzt tatsächlich vor der großen Rezession? Das werden wir anschauen, aber gleichzeitig auch die Insights von Bitcoin und XRP. Bleib unbedingt dran, auf den Abo-Button. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ja, meine Lieben, wir starten ASAP mit den On-Chain-Daten. Und der aktuelle Fear and Greed Index, naja, was soll ich sagen, ist tatsächlich gefallen, auch wenn die Preise gerade ein bisschen nach oben gehen. Nur 2 Punkten, sei es im Stock Market oder eben im aktuellen Kryptomarkt. Beide noch im Level Gear unterwegs, von dem her gesehen, okay. Ich habe aber gestern auch die Leute ein bisschen informiert und habe gesagt, Leute, Glassnode hat hier einiges hinzugeholt, insbesondere Bitcoin-Bestände, auch von der britischen Regierung, Tesla, PayPal, Cash App, Robinhood, Revolut und noch 2 andere Börsen. Deshalb gibt es da aktuell gerade so ein paar Updates im Hintergrund, die laufen und die Bitcoin-Bestände ein bisschen justiert werden. Das sehen wir aktuell. Wir haben 26.043 Bitcoin mehr auf den Börsen und nein, es ist aus diesem Grund nicht eine Positionierung für den Abverkauf, sondern einfach eine reine Datenanalyse und Aufstreckung der aktuellen Bestände der Exchanges oder ich sag mal der öffentlichen Händen. So, also von dem her gesehen, die blaue Linie fällt trotzdem weiterhin, also man sieht, es wird weiterhin gut akkumuliert. Spannenderweise gibt es natürlich dann auch noch ein paar Wechsel in den Long- und Short-Term-Holders und zwar relativ stark, also da sieht man, knapp 100.000 Bitcoin sind von Short auf Long-Term-Holder gewechselt, über 155 Tage Haltefrist drüber. Das zeigt auch hier, der Glaube an Bitcoin bleibt weiterhin bestehen, trotz eigentlich einer langweiligen Phase, die wir gerade ein bisschen hinter uns haben, können wir darüber eigentlich ein bisschen lachen. Aber 57 Milliarden Volumen wieder erreicht, das ist gut, 0,003 in den Funding Rates und mit einer weiteren Long-Dominanz. Das könnte sich sogar heute noch ein bisschen ändern, wahrscheinlich eher noch ein bisschen mehr auf Long gesetzt. Wir schauen uns das auf jeden Fall noch an, was uns das Orderbook dann nochmal mitteilen wird. Ja, ich habe ja gesagt, es gibt noch ein paar Insights, was ich persönlich als sehr interessant und spannend empfinde. Und das sollten wir auf jeden Fall gemeinsam kurz anschauen. Ja, die obere Grafik, die zeigt eigentlich die Spot-ETF-Flows, die man sieht und die sind aktuell eigentlich alle relativ stark unterwegs, insbesondere natürlich mit einer hohen Dominanz von BlackRock, die unter anderem auch in verschiedenen Berichten dazu leiten, Bitcoin zu kaufen oder zu verkaufen, zumindest in privaten Händen. Das ist sehr interessant. Man kann aber eins sagen, und das finde ich sehr interessant, die Preiserholung hat den Marktteilnehmern erhebliche finanzielle Erleichterungen verschafft. Beim jüngsten Tiefstand von 74.000 US-Dollar befand sich über 5 Millionen Bitcoin in einer Unterwasserposition. Das bedeutet eigentlich im Verlustbereich. Also man sieht eigentlich, wie gut, dass die Institutionellen auch die Preise teilweise steuern können, ja, um eben auch ihre Anleger gegebenenfalls ein bisschen wieder übers Wasser zu holen. Das ist sehr, sehr interessant, insbesondere natürlich in den Flow-Daten. Dann sehen wir unterhalb die Grafik, auch die ist sehr interessant. Das Short-Term-Volumen ist relativ stark angestiegen, aber natürlich eben auch im positiven Verhältnis. Das heißt, auch die Short-Term-Holders sind aktuell sehr stark im Gewinn
Und das ist sehr, sehr interessant. Aber, wie gesagt, das ist eine Ansicht, ja, kann relativ schnell ändern. Ein Monat später kann das natürlich wieder komplett anders aussehen. Daher muss man da ein bisschen aufpassen. Ja, aber was ich hier nochmal zeige, einfach mal so ein bisschen deutlich zu zeigen, das sind die US-Spot ETF Balance, wo man hier sieht. Und ihr seht die untere große orangige Form oder Balken, wie ihr das nennen wollt. Das ist BlackRock, den roten Bereich, das ist GBDC, ja, also das von Grayscale. Und das ist auch sehr interessant, denn viele Outflows von GBDC waren dann teilweise auch Inflows bei BlackRock, bei IBIT sozusagen, also sehr interessant. Aber da sehen wir mal das Kuchendiagramm aufgeschnitten, wie es gerade aussieht von der Beteiligung, vom Marktanteil sozusagen. Und da ist jetzt aktuell BlackRock mit Abstand der größte. Ja, und dann bin man gespannt, wie es da weitergeht. Ne? Aber man sieht, GBDC gibt es noch ein paar, die man absolut abholen kann. Der zweitgrößte ist dann schon Fidelity. Ne? Also das ist sehr interessant, das vielleicht auch mal bildlich zu sehen, nicht nur immer in den normalen Grafiken. Jetzt bin ich eins zu weit, sorry, das käme eigentlich danach. Ja, wollen wir hier wieder rausnehmen. So, dann gehen wir rein zu XRP. Ja, ich habe hier oben mir erlaubt, eine neue Grafik einzubauen. Also ihr seht jetzt eine schwarze und eine grüne Linie. Die grüne Linie, das, meine Lieben, das sind Wallet-Inhaber mit mindestens 10.000 XRP. Also man sieht, das ist eine Jahresansicht, wie stark, dass man hier versucht hat, nee, 2 Wochen habe ich dargestellt, aber die Jahresansicht sieht etwa gleich aus, wie die Stacks nach oben gegangen sind für die Leute, die mindestens 10.000 XRP haben. Das sind aktuell ungefähr 11%. Den kompletten XRP-Inhaber und aktuell ist immer noch der größte Teil, 84% hält über 100.000 XRP. Das ist natürlich immer noch eine bedrohliche Geschichte, auch für diejenigen, die natürlich sagen oder sich ein Herzenswunsch haben, dass XRP eines Tages $1.000 wert sein soll. Was nicht passieren wird, nochmals. Aber nichtsdestotrotz kann man sich natürlich denken, was da passieren wird, wenn der Preis da wahrscheinlich nur schon in die Nähe einer $10-Grenze käme, was da alles nachher passieren wird. Und natürlich die Liquidität gar nicht zur Verfügung steht, die man da natürlich dann auscashen möchte, respektive gehen wir davon aus, über 58 Milliarden Coin haben plötzlich $10 Wert. Ja, wenn man da auscashen würde wollen, würde das natürlich relativ schnell wieder nach unten korrigieren, weil gar nicht so viel Liquidität da wäre, um jeden einzelnen Coin von 58 Milliarden in $10 auszucashen. Also das mal vielleicht einfach auch nochmal zur Realisation. Nichtsdestotrotz, Coindesk Destroyed war wieder massiv, 19 Milliarden, das ist sehr hoch. Trotz allem ist weiterhin eine Long-Dominanz spürbar, 0,003 an Funding. Also auch das bleibt hier für uns, kann man sagen, sehr, sehr spannend. Und was ich noch mitgenommen habe, ist das hier. Das ist die Marktkapitalisierung von XRP, also die grüne Linie. Der Schwarz widerspiegelt natürlich den Preis. Logischerweise ist die Marktkapitalisierung sehr ähnlich wie der Preis. Aber was wir sehen, ist ein klarer Abwärtstrend, der aktuell auf sehr wenig Interesse aufzeigt. Das bedeutet, da fehlt eigentlich nur mal gute News rund ums Projekt, dass sich das Ganze wieder ein bisschen ändern kann. Aber wir schauen da mal weiter umher, wie es da geht. Im unteren Bereich, da seht ihr tatsächlich die Haltefrist, also wie lange dass man aktuell XRP hält. Das sind die roten, sind die ganz kurzfristig gehalten werden. Und dann seht ihr nach oben weg, sieht man eigentlich, dass die XRP gekauft haben, auch wenn es länger ist, ja auch schon x Jahre her, relativ treu bleiben diesem Projekt und sagen, ja, ich habe jetzt mal gekauft, ich halte die. Also es ist ein ganz, ganz kleiner Teil, der hier kurzfristige Trades macht. Die anderen sind da eher langfristig mit dabei. Also eigentlich sehr spannend und man muss sagen, das hat Ripple sehr gut gemacht. Die haben da schon was wie eine Kirche, eine Religion aufgebaut rund um den Token und um das Projekt. Das Projekt selbst finde ich immer noch sehr gut, finde ich großartig.
Aber eben zu den Preisentwicklungen bei XRP, da gibt es halt verschiedene Meinungen. Ich gebe halt hier meine ökonomische Expertise dazu und sage, dass wir hier nie und never 100 oder 1000 Dollar sehen werden bei diesem Token, weil es einfach nicht geht, weil wir haben gar nicht so viel Geld auf dem Planeten, um das überhaupt abzudecken. Aber ihr dürft gerne das mal unten reinschreiben in die Kommentare. Was denkt ihr? Wo wird XRP in 10 Jahren sein? Ne? ChatGPT hat uns ja ausgerechnet, Bitcoin wird 2,5 Millionen wert haben. Was wird in 10 Jahren wohl XRP haben? Haut's mal unten rein, würde mich wundern. Ihr dürft wirklich reinschreiben, was ihr wollt. Ich bin dann sehr, sehr gespannt. So, und wenn man jetzt zu Bitcoin-ETF-Daten kommen, dann sehen wir wieder ein kleines Inflow von 142 Millionen. Dreistellig ist schon mal positiv, das ist gut. Angeführt diesmal von ARK Invest, 54,7 Millionen. Danach kommt tatsächlich Fidelity und erst am dritten Platz 37,2 Millionen mit IBIT von BlackRock. Hingegen dazu bei Ethereum ETF, man stellt sich wirklich die Frage, ist dieser ETF gescheitert? Muss man sich fragen. Man sieht kaum Inflow. Das Spectra Upgrade war da. Hat es jetzt hier im Preis wirklich einen Impact gegeben? Naja, das Upgrade ganz sicher nicht. Aber jetzt natürlich durch die News und so kann man sagen, ja, kommt jetzt ein bisschen Liquidität wahrscheinlich rein. Wir schauen uns gleich die Bitcoin-Dominanz an, dann können wir es ziemlich genau sagen. Aber wenn man da reinguckt, dann muss man doch sagen, naja, eigentlich da ist nichts da. Ne? Also da ist nichts da. Wir reden hier von 2,4 Milliarden, gut 4,2 Milliarden hat BlackRock, ja, aber trotz allem, ja, ich weiß nicht. Ich persönlich bin nicht überzeugt. Gut, wenn man die Liquidität auf dem Markt anschaut, dann sehen wir bis 100.000 Dollar, 500 vielleicht, sowas. Da gibt es noch Liquidität, aber wirklich nicht mehr massiv viel. Also wir reden hier noch von 1 Milliarde US-Dollar. Im unteren Bereich hier sammelt sich so das ein oder andere auf. Aktuell bis 94.000 Dollar hätten wir ungefähr 3 Milliarden. Also es wäre schon spannender, jetzt eigentlich in die unteren Ränge zu gehen, um die Liquidität abzuholen. Kann aber auch schwierig werden, wenn natürlich jetzt Schlag auf Schlag neue Abkommen getilgt werden. Also wir wissen jetzt Großbritannien, heute, morgen, vielleicht gibt es eine Ankündigung für nächste Woche. Dann haben wir China, ein Treffen Samstag, ja, wo die USA nach China geht. Da kann es dann auch zu Erleichterungen Gespräche geben. Aber wir kennen ja Trump, ja, mal so. Ne? Also das kann natürlich auch wieder Schwankungen geben. Aktuell sehe ich aber hier jetzt rein jetzt von der Liquidität her aktuell so die 100.000er Grenze, das wird eine psychologische Marke werden oder ist es wahrscheinlich auch schon. Aber rein jetzt von der Preisstrategie her wird die 100.000er ganz klar eine Line sein und das müssen wir im Orderbook jetzt prüfen, wie es da dann natürlich dann aussieht im Gegenzug. So, die richtigen Knöpfe drücken heute wäre auch nicht schlecht. Gut, Donald Trump tobt, doch Jerome Powell bleibt standhaft. Ich habe gestern so ein kleines Update für alle durchgeschickt in X, aber glaube auch auf Telegram, wenn es mich nicht täuscht. Ja, da war vielleicht ganz kurz zu sagen, natürlich hinter den Kulissen flucht die Fed über Trump. Also das ist ganz, ganz klar. Ne? Also der ist ein bisschen der Spielverderber für das Ganze, was sie sich vorgenommen haben. Es ist nicht ganz so einfach, jetzt auch die Inflation in den Griff zu bekommen. Sie ist immer noch relativ hoch. Wir haben nicht die 2% hinbekommen. Lange Sicht ist es da. Ja? Man will es erreichen und das natürlich mit maximalem Beschäftigungsgrad. Und aus diesem Grund wird natürlich enorm darauf geachtet, wie die Arbeitslosenquote ist, wie sind die neuen Stellen und so weiter und so fort. Natürlich will Trump das enden auf eine komplett kontroverse Art und Weise, indem er sagt, ja, ich erhöhe die Zölle, damit die Firmen in unser Land kommen, da produzieren und dann haben wir ja wieder Beschäftigungsgrade gut und das Bruttoinlandprodukt wächst und so weiter und so fort. Naja, ganz so einfach, wie man sich das manchmal auf einem Papier ausmalt, ist es dann doch nicht. Also man hat ja die Meldungen bekommen, alleine schon von Ford. Ford hat ganz klar jetzt auch gesagt, wir werden die Preise erhöhen müssen, es geht gar nicht anders. Und hat es auf die Zölle abgelegt, das ist auch da ein Statement eigentlich gegen Trump.
Wird sehr spannend. Ja, und jetzt bei der Wirtschaftslage, obwohl Schwankungen im Nettoexport die Daten beeinflusst haben, deuten aktuelle Indikatoren darauf hin, dass die wirtschaftliche Aktivität weiterhin solide wächst. Das zur aktuellen Situation. Jetzt muss man aber sagen, dass ganz klar ist, dass wir dann im Q2 das Ganze nochmal ein bisschen neu betrachten müssen. Also das heißt dann natürlich die Daten fürs Q2 sozusagen. Also es wird nicht ganz so einfach. Auf jeden Fall die Bilanzpolitik versucht man da natürlich weiterhin zu reduzieren, das ein bisschen verlangsamt, nicht mehr in diesem Tempo. Das gibt ein bisschen Luft in die Märkte, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, ja, die Fed geht da seinen Weg ganz knallhart. Man hat ihn auch angesprochen, habe alles durchgehört, eine junge Dame hat dann noch gefragt, ja, ob er nicht das Interesse hätte, mal mit Trump zusammenzusitzen, und er hat gesagt, nein, er hätte gar kein Interesse daran und gleichzeitig er ja auch nicht mit mir, weil sonst hätte er sich ja gemeldet, so in dem Sinne. Ne? Also ganz interessant, was da auch am Ende wieder rausgekommen ist. Das wird auf jeden Fall spannend. So, und jetzt seht ihr meinen Kopf nicht, aber ich glaube, es ist nicht so wichtig. Ja, Marktrezessionsindikator. Ich lese natürlich alle Kommentare. Gestern hat auch jemand geschrieben, ja, und wo ist jetzt so richtig primitiv? Na, du Honk, wo ist jetzt die Rezession? Also erstens, wenn jemand so einen Kommentar schreibt, dann weiß ich schon mal, die Intelligenz hast du mit der Gabel in der Suppe gesucht. Aber Fakt ist, naja, die Rezession ist immer noch sehr bedrohlich, und zwar bedrohlicher als je zuvor. Aktuell rechnet man mit 50-50, und ich bin ja nicht der Einzige, der das sagt. Ich mag ein kleiner, unbedeutender Ökonom sein, das ist sehr gut möglich, meine lieben Damen und Herren, aber da draußen gibt es sehr hochrangige Ökonomen, die die Meinung, die ich habe, sehr gerne teilen, und das finde ich sehr spannend. So, das heißt also, irgendwie bin ich nicht falsch abgebogen in meinem schulischen Wissen und Stand, und ich glaube, was ich euch da manchmal mitgebe auf den Weg ist, sollte auch beachtet werden. Wenn es ja nicht eintrifft, was wir ja alle hoffen, ist das ja gut. Das ist genau das Gleiche, wenn jemand sagt, wir stehen bedrohlich einem Krieg nahe, hofft man ja auch nicht, dass dieser Krieg eintrifft. Und dennoch ist die Gefahr da, auch heute noch. So, was sind denn die Indikatoren für eine Rezession? Das eine ist natürlich das Bruttoinlandprodukt. Wenn das 2 Quartale aufeinander niedriger ist als davor, dann ist es natürlich schon mal schwierig. Ne? Also da müssen wir uns ja nichts, das ist ja logisch. Ne? Also jetzt ganz, ganz klar. So, jetzt hat man natürlich Angst, dass hier natürlich insbesondere durch diese Zolldebatte natürlich weiterhin das Problem da ist, dass eben das Bruttoinlandprodukt fällt. Und dazu kommt auch noch was ganz anderes, was viele oftmals vergessen. Ich rede viel und oft über die Devisen, respektive über die Währungen, und der US-Dollar sackt gerade ein bisschen ab. Das heißt natürlich auch hier wird es natürlich auch mal spannend. Zwar wäre jetzt eigentlich interessant, gerade mit Dollar irgendwas einzukaufen da drüben, weil es ja günstig ist. Ne? Also wenn ich jetzt mit Schweizer Franken hier dagegen halte, wäre es ja spannend. Aber die Zölle vermiesen einem ja gerade ein bisschen alles. So. Was haben wir noch für weitere Indikatoren, die wichtig sind? Vielleicht auch hier eine ganz klare Aussage, die Rezessionsrisiken sind deutlich gestiegen, selbst wenn es zu einer Einigung über die Zölle kommt. Sagt Guy Miller, der ist übrigens Chef-Marktstratege der Zürich Insurance Group, die sehr, sehr wichtig ist, weil das ist die große Versicherungsgruppe im Hintergrund. Das Risiko einer Rezession in die USA liegt bei 50-50, so nah ist es. Also das ist ein ganz klares Statement, und er kommt auch, hat ganz, ganz viele Indikatoren aufgezeigt, habe hier nur ein paar mitgenommen. Das eine ist Rohstoffmärkte, deutlich zu sehen, also insbesondere der Ölpreis ist in diesem Jahr bisher rund um 16% gefallen auf $60 pro Barrel. Und was auch ganz klar ist, sollte dieser Trend anhalten, wäre es 2025 das schlechteste Rohöljahr seit der Covid-Krise 2020. Das muss einmal bewusst sein, was aber auch gleichzeitig hier wieder Chancen gibt. Die Ölaktien habe ich ja schon mal auf dem Plateau gehabt. Ich habe ja mir da ein bisschen was eingekauft. Schaut euch das mal ein bisschen an.
dann wäre aktuell sicherlich ein sehr spannender Zeitpunkt, um eben in solche Aktien einzusteigen. Aber ja, und dann eben zum Thema Aktien. Aktien zu optimistisch. Ja? Achten Sie jedoch auf die Unternehmensgewinne. Eine Erholung der Aktienkursen deuten darauf hin, dass die Rezessionsängste nachgelassen haben. Deutsche Aktien notieren nahe Rekordhochs. New York und Tokio haben von ihren Tiefständen im letzten Monat jeweils um mehr als 15% zugelegt. Also warum überhaupt die deutschen Aktien, habe ich erklärt. Man flüchtet aus den Dollar-Assets raus in mögliche andere, wo die Währung halt auch noch ein bisschen stärker ist. Das ist aktuell eben auch im DAX zu spüren. Deshalb, das habe ich schon mal gesagt. Und ja, die Unternehmensergebnisse, die sind nämlich sehr spannend. Warum? Aktuell sagt man, das erste Quartal war möglicherweise das letzte Quartal ohne Auswirkungen auf die Erträge, da die Zölle ab dem zweiten Quartal eine Rolle spielen. Ja, Leute, das sind ganz, 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 ganz wichtige Aussagen, die uns hier begleiten und klar machen, dass die Rezession noch lange nicht abgewandt ist. Und das muss euch bewusst sein. Das ist wirklich eine Gefahr. Und ja, man kann das belächeln, man kann noch so oft darüber diskutieren. Ihr könnt mit mir über alles diskutieren, dann kommt mit Fakten, Daten. Aber das sind Daten und Fakten und da gibt es noch ganz, ganz viel. Ich habe nur ein paar Punkte rausgenommen. Könnt ihr gerne mal in Geduld sehr, sehr gerne selbst anschauen und dann gucken, wohin da die Reise geht. So, wir schauen uns an, was uns das Orderbuch zu erzählen hat. So, 100.000 haben wir gesagt, psychologisch rein Grenze hier, ja, haben wir 270 im Widerstand, wäre eigentlich machbar zu durchbrechen, aber ist schon ein Widerstand, kann man schon sagen. Wir müssen gucken, wie das Volumen ist, ob bei der Dominanz spürbar Liquidität da ist. Die große Angst oder Gefahr, die bleibt weiterhin. Ihr seht das, wir haben hier ein kleines schwarzes Loch runter, immer noch bis auf die 90.000 Dollar Grenze. Also ein starker Fall könnte auch hier kommen. Es muss nur ein falsches Wording kommen von Trump. Ja, und schon gute Nacht, meine lieben Märkte. Wird er schon runterfahren. Wir gucken dann gleich, ob es Liquiditätsspiegel gibt, und wir können es eigentlich auch jetzt anschauen, weil mehr müssen wir sowieso nicht gucken, was dann da oben passieren sollte. Ne? So, also wir sind hier bei Bitcoin, wir gehen mal kurz in die Dominanz hinein. So, Dominanz, ja, da fließt eigentlich gerade Bitcoin raus. Ne? Also Liquidität aus Bitcoin raus. Hab da irgendwas Falsches erwischt. Moment, so. Okay, wir waren Höchststand 65,38, aktuell 65,14, ist nicht wahnsinnig, aber die Liquidität, die am Vortag reingekommen ist bereits schon wieder raus, sogar ein bisschen mehr. Ja, muss man also gucken. Also das heißt, trotz allem sollten wir, vielleicht noch mal einen kurzen Blick nehmen. Wir gucken kurz bei Gold rein. Bei Gold haben wir aktuell, ja, wir sind hier unterwegs in die erste Box. Ne? Die Box, die wir hier gesagt haben, da sollte es jetzt eigentlich runtergehen, Richtung 3. Und dann die zweite Box, die steht immer noch an. Ja? Also können wir eigentlich auch ein bisschen rübernehmen hier. Ja? Sonst sieht es ein bisschen komisch aus. Wir sind nicht mal bis zum Pullback gekommen, sogar vorher abverkauft. Ja? Liegt also auch ein bisschen am Wording. Spannend, ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Gut, okay, dann gucken wir jetzt mal hier kurz rein. Was haben wir hier im Chart? Wir haben gestern darüber gesprochen, auch im Livestream, was übrigens sehr ein spannender Livestream war, waren sehr coole Leute an Bord, also gerne nächstes Mal auch dabei sein. Es werden auch übrigens sehr, sehr viele Livestreams auf euch zukommen. Ich habe da wirklich vor, 2-3 Mal die Woche Livestreams zu machen. Dann so nach meinem Großurlaub, so ab August, Anfang September, irgendwas sowas. Ne? So, also 2,5 Millionen hat ChatGPT berechnet mit der Knappheit des Angebots und der unglaublich starken Nachfrage, die wir pro Monat haben. Sollte ungefähr in 10 Jahren ein kritischer Punkt erreicht werden, wo Bitcoin fast nicht mehr erhältlich ist, und das soll der Preis bis auf 2 Millionen hochtreiben. Das ist die Aussage von ChatGPT, relativ ohne Mundpreisberechnung, so seine Aussage. Ich liege da zwischen 900 und 1,1 Millionen, aber ja, ist okay. Auf jeden Fall die J-Wave gibt dieses Target auch an von ChatGPT. Das ist natürlich eine Range zwischen 2,1 und 3,4 sozusagen. Also man liege da irgendwo da drin. Aber ich will jetzt euch hier keine Mondphase-Prognosen geben. Das wäre aktuell zu
zu tragisch. Technisch gesehen aus dem Schulbuch heraus wäre das unser Worst-Case-Szenario. Da kann ich euch beruhigen, das wird ganz bestimmt nicht eintreffen. Selbst wenn jetzt BlackRock alle Bitcoins abstoßen würde, würden wir diesen Preis dann nicht erreichen. Da würden viele dazwischen kommen und dann natürlich Bitcoin aufkaufen, aber never. Okay, wir sind hier gerade so an einem Bereich hier mit der Welle B, wo uns ein bisschen entgegenkommt. Also wir haben ja gesagt, wir haben eine Range hier bis um 0,866, 103. Hat schon Leute gesagt, ja, wir werden jetzt das neue All-Time-High sein. Ich muss es vielleicht noch mal sagen, ja, gestern im Livestream haben wir viel darüber gesprochen, habe gesagt, es ist nicht abwiegend. Dann wäre es auf jeden Fall eine Verlängerung der Welle 5, dann wäre die Welle 5 nicht abgeschlossen. Da gebe ich absolut recht. Ja, dann ist es noch nicht die ABC-Korrektur. Aber warum bin ich dafür zum aktuellen Zeitpunkt? Ist es einfach von der Geopolitik her ein bisschen so getragen. Wir sehen jetzt auch hier im Weekly Chart, das Volumen ist immer noch fallend, der Preis geht nach oben. Passend ist es nicht für einen Ausbruch nach oben, es riecht eher nach einer Bull Trap. Aber es gibt natürlich jetzt einige Punkte, die natürlich passieren können, dass der Bitcoin-Preis nach oben durchjagen würde. Und das wäre tatsächlich in dem Fall, wenn natürlich Ukraine, Russland. Ne? Das würde wirtschaftlich gesehen so gut tun, wenn da der Krieg vorbei wäre. Eine richtige Erleichterung in den Märkten spürbar, es würde nach oben gehen. Dann hätten wir zusätzlich noch ganz andere Themen, wie eben die Handelsabkommen, da könnte richtig viel laufen. Also ich bin der Meinung, man steht aktuell in einer solchen Phase, die sehr spannend ist, in europäische Aktien zu investieren, aber auch aktuell in ganz ehrlich, also Ölaktien ebenfalls, sei es Shell, BP, RC1, was auch immer. Da gibt es ganz viele Ölfirmen, die spannend sein könnten. Und dann war auch noch eine Aussage, und die hat mich auch ein bisschen gepfiffen, das von einem Schweizer Kollege, wo ich gesagt habe, man muss neutral sein bei dem Krieg Ukraine-Russland. Habe ich nicht gemeint, die emotionale Lage. Da kann jeder für sein Land sein, wie er will. Das spielt doch keine Rolle. Und ich spiele hier nicht die Schweiz, sondern es geht darum, du als Trader, du guckst ja das Video, weil du dir überlegst, soll ich investieren oder nicht. Da musst du neutral sein. Da bringt es nicht, dass du mit Emotionen auf eine Seite gehst und sagst, der ist böse, der ist böse, der ist gut, der ist gut. Das spielt alles nicht. Es geht darum, was passiert, wenn zum Beispiel jetzt Russland die Territorium zugesprochen bekommt, der Krieg endet, was passiert dann? Ne? So weit solltet ihr denken. Deshalb neutrale Haltung. Ich hoffe, das ist auch verständlich für alle anderen. So, dann im 4-Stunden-Chart. Ja, wir haben hier unten immer noch, müssen wir anpassen, können wir anpassen jetzt aktuell. Ja, sollten wir auch. Wir können eigentlich das rausnehmen, weil das obere Target hier, da sind wir ja unterwegs. Das haben wir ja bereits schon erreicht gehabt, sind jetzt unterwegs im oberen Bereich zwischen 101 und 102 Dollar. Das bedeutet aber, jetzt habe ich eigentlich den falschen rausgelöscht, spielt keine Rolle, wir machen den neu. Wir müssen ja jetzt für uns auch für die Gegenbewegung etwas vorbereiten. Das heißt, sollte man das Target jetzt nicht mehr erreichen, dann wären wir in Region 96, 95 bis runter Richtung 92, 90.000 Dollar. Ja, das Pullback wäre dann aktuell bei 97.000 Dollar. Ja, gegebenenfalls holt man das noch, muss man gucken. Wir hatten einen Bullischen Cross, bisschen Volumen kommt rein hier im 4-Stunden-Chart, sind aber bereits schon in der Closing-Zone drin. Da muss man auch ein bisschen drauf achten. Das heißt jetzt noch nicht, dass jetzt hier da volle Euphorie kommt. Da warten wir jetzt noch ein bisschen ab. Gut, dann haben wir noch XRP. Haben wir auch schon sehr gut eigentlich unsere Performance hingelegt. Da haben wir im bullischen Bereich da oben noch ein Fenster. Mal gucken, ob das überhaupt noch korrekt ist. Wann haben wir denn das gemacht? Gucken wir kurz. Ja, leichte Verschiebung gibt es da. Da gibt es eine leichte Verschiebung, das sollte man dann ein bisschen anpassen. Das heißt 2,27, 2,25, ja, hatten wir schon drauf, ja, wenn wir das Pullback durchbrechen. Das sieht man eigentlich auch sehr gut, wie gut die J-Wave hier funktioniert hat.
versuchte mal noch einen weiteren Bereich nach oben zu kommen. Ja, also diesen grünen Block da oben lassen wir stehen unterhalb. Da sind wir reingegangen, das müssen wir sowieso, können wir jetzt eigentlich auch neu vorbereiten, wie die bärische Sicht dann aussieht. Ja, und dann haben wir hier quasi 2 Kästchen. Ja, sollten wir unterhalb von 2,14 fallen, dann wäre der erste Bereich eigentlich 2,11 bis 2,09. Und der zweite Bereich dann, der wäre hier unten Richtung 2,97, $2. Ja, $2 und 1,97. Ja. So, also das wäre aktuell die Sicht aus der Sicht von XRP. Wer noch fragen möchte, was wäre denn aktuell das bullischste Target, das man aus dieser Situation rechnen kann, dann hätte man die Sequenz der Seitwärtskonsolidierungsphase, die man hier erstellt hat. Dann wäre ein Potenzial aktuell von 3,47. Wahrscheinlichkeit ist höher, hier mal zwischen 2,60 und 2,72 zu sein. Aber ja, mal gar nicht mal ganz so schlecht. Ja, das, meine Lieben, war es im heutigen Video. Mehr gibt es aktuell nicht dazu zu sagen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasse gerne wieder ein Like da, lass ein bisschen Liebe in den Kommentaren da. Ich sage Tschüss aus der Schweiz, bleibe gesund und bis zum nächsten Video.